Morgen, da sind wir wieder. Wir sind in Wiesbaden, im guten Sportsclub Bodyfit 24, habe ich jetzt schon abgelesen. Und wir haben uns in aller Herrgottsfrüh getroffen, nach den ESN Days, die gestern stattgefunden haben, die einfach völlig geisteskrank waren. Impressionen habt ihr wahrscheinlich alle gesehen. Wie hast du es überstanden? Ich meine, du standst 3 Stunden bei der Fotowand. Ja, und ich hätte wahrscheinlich auch noch 7 stehen können, aber klassischer Kalecinski, Last Man Standing Move, wurde auch 5 Weeks Out gebracht. 5 Weeks Out ist aber ein gutes Stichwort, denn da kommt schon der Kaffee. Natürlich für unseren... Für unseren... Vielleicht noch ein bisschen Alkohol? Guten Morgen. Für unseren Fußballtrainer, wie ich den ab heute nennen darf. Nee, denn wir haben... Ah ja, wir haben die Fußballmannschaft Wir voll. haben die 11 gestern die Olympia-Qualis Fußballmannschaft voll gemacht. Glückwunsch! Danke. Ja, das ist geil. Damit hast du mich auch aus dem Konzept gebracht. Aber Konzepte haben wir ja nicht, jedenfalls ESN war völlig crazy. Aber völlig crazy geht es jetzt weiter, denn wie ich gestern geleakt habe, sind es die letzten Tage hier in Deutschland. Und da der Meister einiges zu tun hat, noch hier in Deutschland, Familie hat, Business hat, natürlich kommt er jetzt nicht 4 Wochen vorher vom Olympia mit in die USA. Da würden wir uns wahrscheinlich noch einen Schädel einschlagen. Nee, aber Stefan wird so viel Burger fressen, das tue ich seiner Gesundheit nicht an. Ich wollte gerade sagen, der Herzinfarkt kommt noch früher. Das gute Herz, das, bleibt uns noch, das muss uns noch bestehen bleiben. Aber Spaß beiseite, ich nutze natürlich die Gunst der Stunde. Wir haben gestern im Backstage schon die Form gecheckt, das war mir wichtig. Heute aber noch wichtiger, ein geiles Training abzureißen und ja, auch nochmal die Form zu checken. Ansonsten machen wir an die Waage, denn wir brauchen es heute. Crank Focus und Crank Pump Combo. Da unser... Was geht ab? Mein Gott, crasht einfach alles. Ja. Sorry, Mann. Maschine. Ramirez Brandes Locos. Der Star-Fotograf. Jetzt gibt es erstmal was für einen Pump. 2 Scoops. Pineapple Mango. Das kann auf jeden Fall was in der Kombi mit Mango Focus. Kleinen Sonderzuschlag an Stimulantien halt. So. Passt. Machen wir zu. Sippen wir es uns rein und dann sehen wir uns gleich zu einem knackigen Rückentraining wieder. Ramiro, wann kommt dein ESN-Code? Ich weiß nicht. Können wir einen machen? Ja. Effektiver bei dir wäre ein Subway-Code. Ja, der Subway. Das wäre durchgespielt schon. Also Ramiro hat keinen Code, Stefan Boss oder Polako könnt ihr euch aussuchen. In diesem Sinne, ESN abchecken, gut Kick, gute Session. Erste Übung machen wir für oberen Rücken, nicht für den Lat. Breites Lat ziehen, schwer und falsch, aka für den Terrace, aber ich mache mich erstmal ein bisschen warm. Schwachstellentraining. Ich will auch bewusst, dass er aus der Schulterlinie nach oben geht, weil ich ja speziell Teres, Maya und Mina beanspruchen will, um diese obere Rückenkompaktheit zur Geltung zu bringen. Das ist immer so eine Frage. Falsch, richtig ist immer relativ. Es geht immer darauf an, was man beim Latziehen halt hauptsächlich beanspruchen will. Und uns geht es jetzt wirklich um diese obere Rückenpartie in der Doppelbizeps, Teres, Maya, Mina zu mehr Dichte zu bringen.
Schluss nicht mit dem Kopf vorgehst. Ist besser, geh hoch zu Ja, gucken. also einfach Ich in find der das- Linie bleiben, wenn du vorgehst, knickst du ein und gehst wieder mehr Okay. in die Sekundärmuskulatur. Schau, dass du wirklich offen bleibst, Ja. Brustwirbelsäule. Ich denke auch immer an die einhaltest. Back Double. Genau. Das sind nicht Kopf nach unten, was du konzentriert. Also, da passt die Ich habe die heute Morgen auch noch anders probiert. So wie du es gesagt hast. vom Brasilien. Ja, also richtig hoch. Ja. Sieht voll geil aus. Schon, oder? Ja, ich zeig dir später. Feintuning, ja. Aber ich muss sagen, die Posen, die sitzen jetzt auch richtig gut. Wir haben wieder ein paar Sachen umgestellt und das macht schon immer einen guten Impact. Side Chest, bisschen Front Double, bisschen Back. Also ihr müsst kein begnadeter Poser sein, aber Pflichtposen sollten sitzen. Und das sind nicht viele, da kann man sich schon Mühe geben. Und Vierteldrehungen, die nicht vergessen. Ja, sind auch wichtig. Voll. Symmetrieposen, weißt du, das ist die Erstausmusterung. Aber da mache ich mir jetzt eher weniger Gedanken. Na, Gott nicht. Aber es ist halt, wenn es von vorn wie ein Briefkasten im Frontliner ausschaut, Ja. ist halt schon schwer. Viele wollen sich halt breiter machen, als sie sind. Und kommen dann mit so einer, jetzt zeige ich es euch. Und dann stellen die sich halt, nee, so. Oder dies, der Der Motorradfahrer, so dann. Und eigentlich musst du so machen. Das macht dann schon einen gewissen Unterschied aus. Macht's Jay Cutler-Style. Der hat noch nie, der hat mir mal gesagt, der hat nie bis ganz unten gesteckt. So für den Kopf irgendwie. Wirklich? Ja, wegen Verletzungsrisiko oder so. Weiß nicht, einfach so. der hat, Es war sehr Legend. ja, also der, Ist so. der hat nicht die volle immer gesteckt. Eins davor. Okay. Sehr gut. Komm. Der letzte war schon fast der Hansi. Ist immer schon schön. Ja. Aber es ist schön, da jemand zu haben, der hilft. Das habe ich sonst nie. Stefan steckt immer so schnell. Aber sagst du, das ist eigentlich so schnell ist gar nicht notwendig, oder? Oh ja. Der Zug soll so, der Druck muss im Muskel bleiben, finde ich. Aber das finde ich Druck manchmal und das Blut muss drin bleiben. Von der Pumpe? Du bist eh gut beieinander. Ja, aber so, es sind ja wirklich 0,5 Sekunden. Ja, es ist wie, Aber wie, so durch, wie, vier durch, wie durchziehen 4 eigentlich. Sekunden finde ich cool. Es ist dann schon fast der Restaussatz. Finde ich aber irgendwie, da holst du mehr Wiederholung raus, ne? Ja, muss ja nicht. Du willst ja eigentlich, weißt du willst ja gerade die Erholung im Muskel nicht haben. Ja. Dann willst du draufdreschen Okay. und das Belastungsende verschieben. Ja. Die wollte ich nämlich eh mal mit dir machen. Genau so. Weil die gleich habe ich und Genau so. so, oder? Genau so. Und auch nicht zu weit vorhängen, Nein, gell? nicht zu weit So, vor. gell? Da bleibst und Ja. da knallst du jetzt hinten rein. Die passt halt auch genau für deine Körpergröße. Doch hier kannst du wieder. Ja, noch. Oder willst du schon ballern? Nee, ich guck mal. Also ich mach zwei. Geht noch was. Oberkörper bleibt dabei. So machen wir das. Super. Komm.
geht's. Alter. Jetzt weiß ich endlich perfekt, wie ich die Maschine dann reinmache. Das war echt gut. cool. Das Problem ist, dass die hab ich auch noch meisten nie so Leute bei gespürt. so einer Gewichtsbelastung dann anfangen mit der Brust vom Ja. Bett wegzugehen. Da musst du wie Weißt du, was da angenagelt aber das sein. Geile ist? Fußposition. Film mal bitte das Pad. Weil die meisten machen dann auch den hier und dann lädt es sich schon ein, den Hyper Extension Move noch zu machen. Deswegen, Trick 17, stellt die Füße hier hin, dann seid ihr wie heißt Mission Impossible. Fliegt ihr runter und dann könnt ihr die Brust gar nicht wegbewegen davon. Also dann irgendwie nach hinten zu schwingen, da muss man schon jahrelang im McFit angemeldet sein und sich die Swing-Techniken bei diversen Athleten abgeguckt haben. Nathan. Legende. Nathan Tepper-Rudern ist Das war ein geiles Rückentraining mit dem. Ja. Boah, ja. Ich finde immer, wenn so 2 oder wenn 3 weniger gehen als im Satz davor mit sehr Gewicht, dann hast du dich gut zu Dann hast schaffen. du dich gut verschossen. Bei 2 Deswegen auch noch gut. mehr als das nach dem ersten Nee. Satz. Ja. Ja. Einen machen wir noch. Okay, last one, best one. Let's go. 5 weeks, baby. Puh. Let's go. Das ist ein Monster-Sieg. Komm. Easy, Leute, easy, easy. Geht noch weiter. Zieh durch, zieh durch. Puh. Guter Satz. War wirklich gut. Der war echt gut, ja. Es ist nur ganz wenig, was es an Gegenbelastung da gibt. Also im Vergleich jetzt beim Latziehen. Ganz wenig. Das ist Der Latziehen ist aber auch so undankbar, weil ja, Kraftkurven. eben. Sehr schön. Kannst du hinten anfassen? Kannst du hinten anfassen? Okay. Das Chain da genau da am Ansatz. Schau. Und jetzt kommt die Kontraktion, Alter. Jetzt schiebst du sogar meinen Finger weg. Bleib da, bleib so konstant in der Bewegung, wie du jetzt bist. Ja, schieb's rein hinten. Komm, weiter geht's noch, komm. Schieb hinten zu. Alter, du hast den Finger weggedruckt unten mit dem Latt. So standhaft ist das. Krampft zusammen. Boah, geil. Ich hab dann so gespürt, wie diese Hautfalte drüber schnäpft. Ja, ach, das war das. Ich habe auch irgendwas springen gehört. Das war die Hautfalte, die dann so. Man muss nur an andere Seiten kommen. Jetzt komm ich. Easy, cheesy. War ein echt, glaube ich. Ja. Gut war.
Der ist schon fertig, mein Freund. Okay, das war 9. Nein, aber grundsätzlich, weißt du, was ich meine? Das merkst du, dass. Ja, finde ich so. Weißt du, was du das merkst? Hey. Am Anfang des Trainings oder wenn du noch voll da bist, hast du Kraftkurven, die geht so. Okay. Jetzt, Aber warum? weil die Energiespeicher leer sind und die Aber ich habe jetzt ATP-Speicher davor leer sind. 11 gemacht. Nein, nicht die Art und Weise, Oder wie wie viele meinst du? Wiederholungen, Okay. sondern wie schnell bei einer Wiederholung die Kraft abreißt. okay. Das war jetzt von 100 auf nix. Lernt man nach Nix. 11 Jahren noch was. Alter. Nix. Stimmt, weil das habe ich mich öfters mal Nix. gefragt. Also so, Nix. irgendwie kannst du dann am Anfang noch so ein paar rausholen. Und Aber irgendwann jetzt ist dann war immer so dieses... Aus. Wie fest betoniert. Aber ist auch die Übung, die ist sehr, sehr isoliert. Ist sehr, aber das ist ja der Punkt, wo ich sage, der Freund ist dann eigentlich erledigt, weil... Die Freunde des Gesangsvereins, die machen dann den hier. Ja. Ein bisschen Schwung, gehen wir rüber über die ATP-Produktion. Komm. Jetzt kommt der Kampf. Full Power. Oh, fuck. Ja. Krampf. Dass die diese Offenheit vorne und hinten kontrollieren zu können, ist auch das, was vielen beim Posen, gerade beim Nähen habe ich diese Problematik. Dass halt sehr, sehr oft die Verkürzungen in diesem Bereich Ja. dann an an zu so einer Pose anstatt zu so einer Pose bringen. Deswegen die ganzen ganz dicken Jungs, die so unmobil sind, die können sich so viel mehr Latt noch rausholen und Rücken. Voll, wenn du das Wenn die richtig das machst. richtig aufmachen. Also wenn der den so rausholt wie du, Ja, wird noch mehr gehen. und vor allem Stimmt. bei den Frontposen ist das halt so eine Sache. Die eigene Postleitzahl. Da ist kein Fehler in dem Bein. Nein, es ist wirklich jetzt faszinierend. Ja, findest du? Grundsätzlich hat man allen immer was auszusetzen. Man sagt, da könnte ein bisschen mehr Wadel sein, die Hautstruktur könnte anders sein, die Köpfe könnten ein bisschen anders designt sein. Und bei ihm, ganz egal, von welchem Winkel du dieses Bein siehst, aufgrund der kleinen Gelenkstruktur, die er hat und diese bauchigen Muskeln, die da am Unterkörper sind, wie das da rauspoppt, wie das scharf abgegrenzt ist, wie das so einen Fluss hat, wie, keine Ahnung. Als Beispiel zum Beispiel, wenn du den Grand Canyon anschaust, das ist irgendwie pure Schönheit, weil das fließende Wasser das Ganze so gebildet hat und das so natürlich fließend, wallend ausschaut. Und ähnlich ist irgendwie sein Bein, als ob da die Natur quasi die Furchen und Täler durchgezogen hat und das zu so einem wunderschönen, fließenden Gesamtobjekt geworden ist.
so geil, Mann. Deswegen liebe ich das noch, mit Stefan zu trainieren, weil selbst nach fucking 11 Jahren ist es so ein geiles Rückentraining heute. Obwohl meine Speicher wieder so sich wieder am Entleeren sind und der Pump normal nicht mehr so der wahre ist. Du hast die Schulter fahren, komm nur mit dem Blatt nach unten. Ja! Was meinst du damit? Es fühlt sich jetzt voll scheiße an. Ich hab die ganze Spannung vom Blatt verloren. Dass du nicht mit dem Twist nach hinten gehst, Okay. ja, sondern dass du da in der Ebene bleibst und nur den Lat verwendest. Und Aber nicht ich mit dem verliere dann unteren so den Lat, wenn ich nicht den hier mache. Das kannst du mal, das habe ich nicht Ja, gemeint. ja, weil ich war grad so. Nein, weißt du, was ich hab ja gemeint grad habe? das Gegenteil dass du gemacht. nicht das hier Ja. machst, die Drehung. Aber du hattest die Schulter so vorne und dann habe ich so gemacht. Ich wollte es nur halten. Ach so, Nur, dass du nicht weil ich dachte, Oberkörper wo machst. du gesagt hast, mach die Schulter Weil, vor. wie von der Habe ich Seite alles verloren. Ja. Hast du so gemacht. Ja, ich weiß. Deswegen bleib da und schau, dass du da fest Aber detonierst. hier Das kann hab ich schon gemacht. den Da machen. kannst du volle Granate. Das Ja, war weil, super. weil das ist wichtig, oder? Das ist wichtig. Das Brust ist auch wichtig. wieder raus. Das ist wichtig. Brust raus. Ja, das hat mich und da nur nicht, was die, das Ja, hier drehen. twisten. Ja. Okay, guck mal Gerade hier. wenn es schwach wird. Guck mal hier nochmal bitte. Jetzt ist Fokus da drauf. Komm. Ah, das war geil gerade. Zero Lower Back. Ja. Also nicht die Schulter hier vornehmen, und die kann ruhig hier bleiben, aber nicht den Oberkörper drin. Passiert euch, wenn ihr es mit beiden macht. Nicht. Im Regelfall nicht, aber ich finde, so kommt man noch ein bisschen Ich mehr unten finde, rein. das schaffst du einmal schon besser. Ja, Schon. alles beim Rücken. Aber es ist halt immer die Aber der Twist ist immer Effektivität. gefährlich. Der Twist Und die ist es Effektivität, ja. Ich meine, kannst du den Fokus aufrechterhalten? Wenn du mal einzeln, ist immer die doppelte Zeit, weißt du. Aber ich finde das auf jeden Fall wert. Weil gerade bei Rudergeschichten ist zwar auch wichtig, mit beiden zu machen, weil gerade auf der Bühne, wenn ihr den macht und dann nicht ansteuern könnt, sondern nur einzeln, ihr könnt nicht so machen. Wäre mal was. Ja. Weißt du, deswegen, um die Ansteuerung zu lernen, schon auch wichtig, aber in Training, um muskuläre Fortschritte zu machen, finde ich einzeln unilaterales Training extrem wichtig. Genau, du darfst ja nicht hochziehen, weil die Masse Ja, die darf nicht weg. Das Das ist, runterdrücken, das ist Bombe. Das macht dich von hinten Okay. bauchig. Ja. Du darfst das nicht hochgehen, weil Nee, dann nee. wird es V-artig und Mach das so ein wollen wir nicht. Wir bisschen brauchen so. bauchig. Muss man mal was schauen, machst du mal ein Backliner für mich? Und so nach hinten gehen passt so, passt, ja. in den Streifen. Ja, das passt. Und runter, genau. Yes, genau so. Unten kommt so raus. Aber die beste Sideline-Up, die du dir gezogen hast, jetzt mit dem Bauch drinnen. Ja, Schaffst du die andere auch so? ich immer. Ja. Ich bin halt gerade in diesem Film, bin ich wirklich gut genug, so, weißt du, so, du verlierst das Auge für dich selbst, auch mit der Form. Ich finde, ich bin nicht richtig in Form. Stefan guckt mir an und sagt, Junge, du bist einfach geistesgestört. Aber ist normal, jeder Wettkampfathlet kennt es. Deswegen kann ich da jetzt nicht viel qualitativen Mist dazu erzählen. Aber ja, ich denke, Stefan kann das objektiver bewerten. Es war schon so richtig sprachlos machend jetzt ein bisschen. Erzähl mal warum. Naja,
wenn man jetzt einmal davon ausgeht und man analysiert Urs die letzten Male auf der Bühne, dann müssen wir ja sagen, Bodybuilding ist sowas Ähnliches wie im Rallye-Sport eine Gleichmäßigkeitsprüfung. Das heißt, wenn man Athleten sieht, hat man eine Erwartung, dass das vorne von hinten widerspiegelt, von vorne die Seite widerspiegelt, und oft ist es so, dass die Athleten gewinnen, die am wenigsten Fehler haben. Ja? Das lässt es oft für manche ein bisschen unverständnisvoll wirken, weil manche sagen, boah, aber der hat ja die viel bessere Front Double Biceps gehabt und eigentlich sind die Beine viel besser und der Arm ist viel besser, aber dafür wäre der Rücken extrem abgedroppt, obwohl man von vorne viel dominanter wäre. Und der Urs hat schon ein klein bisschen das Problem gehabt, dass er von vorne und von der Seite enorm viel versprochen hat, eigentlich alles versprochen hat und das grenzgenial war, und drucken wir es mal ein bisschen drastischer aus, der Rücken nur Durchschnitt ist. Und dieser Verlauf beim Wertungsrichter, man darf nicht verstehen, dort unten sitzen Menschen und die bewerten das Ganze dort oben, und der denkt sich, bist du deppert, das ist geil, und dann dreht er sich um und dann kommt dieses Naja, und dieses Naja ist eigentlich fast ein bisschen schädlich und man vergisst das, was vorher so leiwand war, weil der Mensch halt ganz einfach so tickt. Und der Urs hat jetzt dort mit dem Rücken zu uns sein Leiberl ausgezogen und ich habe mir nur gedacht, halt die Fresse. Weil das erste Mal eine Rückenansicht war schon im entspannten Zustand, wo man halt die Fortschritte im gesamten Bereich, vor allem im Latissimus-Bereich, auch im Bereich der Rückendichte, das jetzt einmal eine Menge an Fleisch dort hinten oben ist, die Vorderseite respektiert und jetzt noch nicht zu 100% gleichzieht, aber von das ist okay, weit besser ist, also eine wirklich gute Rückseite ist, und das lässt wahnsinnig viel Hoffnung und Freude und Lust. 4 Jahre habe ich für den Scheißsatz mir den Arsch aufgerissen. Dass das gut wird. Stefan, wie es Rücken beschissen, wie es Rücken ja noch nicht so geht. Langsam kommen wir ran. Gute Einheit gewesen, tatsächlich. Kopf ausgemacht und einfach gemacht, was Chef gesagt hat. Das war es jetzt auch mit dem Final. Nee, stimmt nicht. Wir haben noch was im Petto. Werdet ihr aber dann im nächsten Video sehen. Wird abschließend noch jemand besucht, aber letztes Training aus Deutschland mit Stefan zusammen. Kommt mir schon fast wieder die Gänsehaut, wenn ich jetzt denke. Bald geht's rüber nach Florida. Ich freue mich aber extrem auf die Zeit dort. Ihr werdet weiterhin mit feinstem Content versorgt. Revive Gym kennt ihr ja noch von letztem Jahr. Sehr, sehr geiles Studio, geiler Vibe. Wir werden wieder viele coole Athleten hoffentlich treffen. Stefan wird spätestens zu Peak Week nach Orlando danach kommen. 7 Days out. 10, ja, 8 vielleicht oder 9. Ein bisschen mit einer Fußballmannschaft macht vielleicht 8 oder 9 noch Sinn. Und ich will Disney singen. Ich muss einmal Disney singen, Alter. So sieht's aus. Fahren wir nach Frankfurt. Adios.